Franz war ein überragender Spieler, aber er war ja viel mehr als der Spieler. Er war ein toller Mensch, der die Leute respektiert hat, mitgenommen hat, einfach überragend in allen Beziehungen, muss ich klar und deutlich sagen. Und ich habe ihn erlebt als meinen Kapitän bei Bayern München, meinen Trainer in der Nationalmannschaft, meinen Präsidenten oder unseren Präsidenten bei Bayern München. Und er war wahrscheinlich der globalste Mensch, der je im Fußball stattgefunden hat. Und der Tod von ihm, muss ich klar und deutlich sagen, hat uns alle, mich insbesondere, schockiert, als ich das gehört habe. Ich wusste, er ist schwer krank. Aber als es dann leider verkündet wurde, muss ich offen und ehrlich sagen, da war ich ganz schön betroffen. Franz Beckenbauer hat alles für den FC Bayern München bedeutet. Ohne den Franz Beckenbauer wäre der FC Bayern München heute nicht das, was er ist. Einer der weltgrößten und beliebtesten Fußballclubs auf der Welt. Franz hat diesen Verein geprägt als Spieler, als Trainer, als Persönlichkeit. Und wenn man ihn spielen hat sehen, diese Leichtigkeit, diese Eleganz, damit hat der Fußball auf ein ganz neues Niveau gehoben und eben auch den FC Bayern damit auf ein Niveau gehoben, das es ihm erlaubt hat, dem FC Bayern 3-mal hintereinander den Europapokal der Landesmeister zu gewinnen. Franz hat den FC Bayern geprägt. Franz hat für den FC Bayern eine Bedeutung, die ist kaum mit Worten zu beschreiben. Und egal, wen Sie fragen, Weggefährten jeglicher Couleur werden das immer wieder bestätigen. Aber was Franz wirklich ausgemacht hat, neben dieser Bedeutung, und derer war er sich natürlich bewusst, dass er dem einfachen Mitarbeiter, dass er dem Fan, dass er jedem Mitmenschen, egal welch gesellschaftlicher Herkunft, er die gleiche Aufmerksamkeit, Respekt, Gelassenheit entgegengebracht hat. Er hat sich halt einfach nicht so wichtig genommen. Und das ist das wahre Geheimnis von Franz Beckenbauer. Die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat und damit den Fußball revolutioniert hat, Franz brachte Glanz in die Veranstaltung. Und nicht nur in die Veranstaltung, sondern auch in die Augen der Zuschauer. Diese Leichtigkeit, diese Eleganz, das konnte nur Franz Beckenbauer, und deswegen hat ihn auch die ganze Fußballwelt bewundert. Ich vergleiche das immer mit Muhammad Ali. Der hat auch das Boxen revolutioniert, damals als junger Kerl. Und so war Franz Beckenbauer. Und durch Franz Beckenbauer wurde Fußball auch gesellschaftsfähig. Auf einmal sind Familien ins Stadion gegangen. Frauen sind gekommen und haben sich diesen tollen Spieler angucken wollen. Und ich bin der festen Überzeugung, Franz ist ein Revolutionär im positiven Sinne, weil er den Fußball revolutioniert hat. Ohne Franz Beckenbauer wäre dieser FC Bayern nie das, was er heute darstellt. Die Mannschaft, die damals aufgestiegen ist in den 60er Jahren, das war er, der die schon damals angeführt hat als junger Bursche. In den 70er Jahren die Mannschaft als Höhepunkt 3-mal hintereinander die Champions League gewonnen, Weltmeister geworden, Europameister geworden mit der Nationalmannschaft. Franz Beckenbauer hat den deutschen Fußball geprägt wie kein zweiter. Natürlich ist Franz als Teil unserer Clubgeschichte für die Ewigkeit unvergessen, aber auch für Deutschland, für den internationalen Fußball, für die große internationale Fußballfamilie, glaube ich, wird er für immer unvergessen sein. Wenn ich allein überlege, was ich in den letzten 24 Stunden an Nachrichten erhalten habe, von überall von der Welt, auch von Menschen, von denen man es gar nicht erwartet hätte, dann spricht das einfach für ihn.